Hier ein Monster? No monsters here. Alright, let's keep moving. Okay. Psst, look. Aha. Da haben wir ihn. Oh, ist aber süß. Miau. It's getting away. Hey, back here, little furble. I can still sense its presence. It's staying put on the farm for the moment. Well, good. Because it's about to get caught. Ah, wenn es aber auch einmal ihr Ziel gesetzt hat, dann hat Estelle aber auch Bock. So, zack. I got him. I think it's time to teach this critter a lesson. Here's where our job really starts. To stay alert and don't let your guard down. Ach, plötzlich, ach so, plötzlich sind es 3 und sogar ein Boss. Gut. Elemental Efficiency ist immer überall 100. Das heißt, Arts sind gar nicht mal so krass geil. Nahkampf aber auch nicht. Und hier ist die Musik vielleicht doch ein bisschen zu laut. Was? Er stellt sich tot? Warum denn das? Okay, ich kann die Musik jetzt auch nicht runter... Die Musik ist dann doch vielleicht ein bisschen zu laut, aber okay. Ja, hier Art kann ich auch. Zack. Er macht jetzt auch eins. Oh Gott, das wird nicht gut. Okay, das war jetzt nicht ganz so schlimm wie gedacht, tatsächlich. Wir machen S-Craft. Die Kleinen müssen erstmal weg. Dass der eine sich da tot stellt, ist natürlich ganz nice. Oder bringt das irgendwas? Okay, ne, jetzt ist er aber wieder dabei. Jetzt muss Estelle ein bisschen aufpassen hier. Weil die jetzt leider zweimal hintereinander wieder nicht dran ist. Das könnte schlecht sein. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Scheiße. Alter, du hältst da echt nicht viel aus, ne? Reviving Bomb. Das stellt halt auch wirklich nicht... Die ist trotzdem wieder Two-Hit. Gut, dass er jetzt angegriffen wird, ist ein bisschen besser. Okay, ja, sehr gut, genau. Jetzt stell dich mal wieder tot. So. Soul Blur. Und da sie jetzt ein Critical hat, hätte ich eigentlich auch gern hier eine Art eingesetzt. Na, aber da muss ich einen Nahkampfangriff. Ich muss einen Nahkampfangriff machen. Hier, zack. Wow, das hat ja nichts das hat nicht mehr Damage gemacht als sonst. Warum denn nicht? Oh, das macht viel. Aber jetzt hat er... Oh nein. Estelle stirbt wieder. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es nicht. Ja, ist schon in Ordnung. Der ist unfair OP, der Typ. Was? Warum Heilung? Warum die Heilung? Warum? Und dann tötet es ihn wegen so ein bisschen... Oh. Komm, du schaffst es nicht ganz bis zu mir. Schafft er wirklich nicht. Du musst unbedingt weg. Du musst unbedingt jetzt sofort weg. Nicht nochmal heilen. Kann er das wieder spammen? Ist das so wie in The Legend of Heroes auch manchmal? Da könnt ihr das nämlich manchmal spammen. Okay. Okay, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist er blöd und macht das. Jetzt spiele ich mit dem Feuer. Setz nochmal eine Art ein. In der Hoffnung, dass ich ihn jetzt damit finishen kann. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Aber ich darf auch nochmal. Das wird jetzt hoffentlich reichen. Das reicht trotzdem nicht, ey. Das gibt's nicht. Und er kann sich auch heilen. Er kann sich auch heilen. Aber jetzt kann ich einen Dual Strike nehmen. So, und das reicht jetzt. Okay. Schwerer erster Bosskampf. Aber wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Eieiei. Meow. Meow. My goodness, the work of a bracer is something else. You kids have done a fine job of rounding up these critters. That was nothing really. Du bist gestorben, hallo? Wie kannst du das einfach so sagen? Das war nix, das war schon was. I wanted to ask you though now that you
now that they've been caught, what do you plan on doing with them? Ich glaube, jetzt erstmal werden sie nichts weitermachen. Ich meine, es sind doch süße kleine Dinger. Now that we've given these critters a good trashing, I don't think they'll cause any more trouble. Estelle, how's that going to benefit anyone if we show these creatures any mercy now? Ich will die aber nicht töten. We are here to do a job by exterminating these monsters, remember? But in any case, we are here to do a job in Dad's place. If the same thing happens again, what will you have to say for yourself? I see what you're getting at, but you know it was only some vegetables that were damaged, so what do you think about letting it slide this time? You know, after taking a beating like that, I'm sure they've learned their lessons. Genau, siehste, wir sind hier Pazifisten. Einmal kurz aufs Maul gegeben und dann läuft das schon wieder richtig. Theo, Mrs. Pessel. But in this case, I strongly suggest otherwise. I myself am against killing them too. Whether it's us or them, the fact of the matter is we're all living beings trying to survive on the same land. To some degree, I think we need to be mindful of those creatures living around us as we go about our daily lives. I know you may disagree with me, Joshua, but would you mind sparing these critters just this once? Understood. Since this is coming from the ones who suffered the actual loss, I won't object to your request. I'm really sorry about this, Joshua. I know I had you two come all the way up here. I'll make sure to reinforce the fence and devise a way to prevent this from happening again. Then that's that. Alright, you critters, you'd better count on your blessings. If we catch you around here again, you won't be so lucky. Now scram! Weg mit euch. Well, I'll consider this matter closed. Tonight's been a long night, so how about we head back to the house and hit the sack? The two of you are more than welcome to spend the night. Sounds good to me. I appreciate your hospitality. Man, I'm beat. It's really late, so how about we hit the sack? Joshua? What's wrong? I'm sorry. I made the situation really awkward for everyone. Huh? Are you talking about what happened back outside? Don't sweat it. I guarantee you nobody thought anything of it. Really, your judgment was the most sound of anyone's. No, it wasn't. I'm just cold-hearted and indifferent is all. Even now, I still think we shouldn't have shown any mercy and simply put those creatures out of their misery. Unlike you and Theo, I don't feel any compassion. It's at times like this that I really begin to loathe myself. It's almost as if there's something wrong with me as a person. Maybe some part of my heart is broken or something. Joshua! Don't you dare say things like that about yourself. Estelle? I've watched almost everything you've done for the past 5 years. And I'm confident in saying that I know your strengths and weaknesses better than anyone else. Probably even more than you yourself. I won't allow you to just disregard everything with a bunch of nonsense. I don't ever want to hear you say you're broken again. Verstanden? I'm sorry, it was foolish of me to say that. As long as you understand what I said, that's what really matters. But you know what? Believe it or not, I was happy to hear you admit how you felt. Why? Your real problem, Joshua, is that you always try to keep your feelings locked up inside. Whenever you're troubled or worried, you just go around with this nonchalant look and try to fix everything by yourself. That's a little upsetting for someone who's supposed to be your family. Estelle, Joshua, you were able to lay bare your own weaknesses today. You learned to trust in someone other than yourself. And for that, I'm happy. I don't know what your point is, but I'm amazed that you can just stand there and say something as embarrassing as that. Ha! I've got a whole lot more where that came from. But how about we call it a night? After all this endless running around, I'm ready to drop. Alright then, have a good night, Estelle. And thanks. You're welcome, Joshua. Sleep tight. Thank you both. You did us all a great service.
Once again, I apologize for things not turning out the way they should have. Please don't worry about it anymore. We were able to learn a lot from this experience ourselves. If there's anything else we can help you with in the future, please let the Bracer Guild know. That'll definitely be the first place we contact. Come and visit again sometime when you're free, okay? We'd love to have you over for the night again, when things are convenient for you. I'll treat you to some of my best cooking next time you come. Thanks for the invitation, Tyro and Mrs. Perzel. We'll definitely be back to take you up on that when our workload settles down. Alright, how about we head back to the guild? After we report this one, we can start on the next. Sounds like a plan. On to the next one! Mein Gott, wir sind ja richtig hyped hier. Aus gutem Grund. So, wie gesagt, wir waren auf dem Highway hier schon, müssen deswegen nicht unbedingt nochmal kämpfen. Deswegen fürs erste ab zurück. Ich orientiere mich jetzt mal hier so... Oh, den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ja, weil die so aussehen wie der Weg. Alter. Elemental Efficiency überhaupt keine? Was? Hä? Was zum Teufel passiert denn hier? Okay, das sind sehr interessante Gegner. Das hat mir überhaupt nichts gebracht jetzt. Außer, dass ich Damage gekriegt habe. Was ist denn, wenn die nicht fliehen oder fliehen die immer? Weil die können mir Damage machen, nicht ihnen, aber nicht, oder was? Das ist ja unfassbar. Warte mal. Ich bin doch hier... Wo bin ich denn hier jetzt? Ich bin ja komplett falsch. Okay, hier sollen wir noch nicht sein. Das ist nicht richtig. Nein, du solltest nicht wieder zurückgehen. Ich wollte einfach einmal auf die Map hier gucken. Ja, die bringt mir halt auch nicht so viel, ne? Ich sollte mal auf das Schild da gucken. Roland, es sind doch in die Richtung. Alter, nicht schon wieder. Ah, wenn die eh fliehen. Ey, was sind das für komische Gegner? Aber es ist doch... Das ist doch auch wirklich nicht fair. Ich hau ab. Und muss erstmal Estelle wiederbeleben hier. Was ich nicht kann, weil ich keine Wiederbelebung habe. Ach, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, okay, hier habe ich jetzt wenigstens mal so einen kleinen Überblick. Warte mal. Ja genau, Roland wäre in die andere Richtung gewesen, genau. Okay, da ist also so eine kleine Minikarte. Die ich also auch wirklich aufmachen kann, das ist sehr gut. So, keine Gegner mehr bitte, so muss ich jetzt lang. Okay. Einfach nur weiter nach links wäre es gewesen, nicht nach rechts. Da kommen wir schon zu irgendeiner Brücke da mit irgendwelchen Soldaten, oder? Ich glaub's auch. So, wo haben wir denn hier? Also ich kenne mich immer noch in der Stadt hier noch nicht so gut aus, wie ich gern würde. Gut, jetzt sind wir also wieder hier. Hier ist die Bracer Guild. Good morning. How did the job at the farm go? We had a few bumps in the road, but let me give you a brief report of the details. Joshua gives Aina a rundown of last night's events at the farm. 1000 Mira ist gut. 8. Klasse. Received information quartz as a perk. I see, so you ended up setting the monsters free because the Perzel family requested you to do so? I think it was premature on their part, but I won't pursue the matter any further. Is it okay to leave things at that? The mission of a bracer is to protect civilians
civilians and uphold justice. Also sorry, nach 30 Minuten Englisch vorlesen. Und vor allem, wenn es zu spät ist, da rutscht mir das ein oder andere Mal was aus der Zunge. However, there are many ways we can protect those around us, and there are as many forms of justice as there are stars in the heavens. As a bracer, it is your job to be able to discern these things. Indeed, our work has very profound implications, if you think about it in that way. That's because we aren't an organization that deals strictly with monster problems, we also intervene when disputes arise between nations. To become a high-ranking bracer, one must have more than combat strength. A well-honed mind and flexible problem-solving skills are also required. A sharp mind and problem-solving ability, huh? Serious? The road to the big leagues sounds a lot steeper than I originally thought. Haha, well then your only choice is to devote yourself to working hard every day. And since you're both here, why don't I give you the details of your next job? Those are the 2 words I've been waiting to hear. I'm ready for anything, so what you've got lined up for us this time? Another monster that needs a good whipping? Not this time. The next job will entail the transportation of goods. And get this, your client is none other than Mayor Klaus himself. Klaus. Really? A request from the mayor? Do you think it'll be alright leaving such an important task to us? From what I've heard, it's a pretty simple job. In any case, I'd like you to speak with the mayor directly about the job details. Gut, das werden wir dann im nächsten Part machen. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und tschüss!